Hallo und herzlich willkommen zum Thema Einrichtung und Stammdaten für die Produktion in Xentral. In diesem Video geben wir einen generellen Überblick über die produktionsrelevanten Systemeinstellungen sowie Aufbau der Stammdaten für die Produktion. Starten wir gleich in die Software und navigieren in die Systemeinstellungen. Unter Administration Systemeinstellungen haben wir den Bereich mit diversen Optionen explizit für den Bereich Produktion. Die ersten 2 Punkte, die beziehen sich auf die Produktionsaufträge, die aus dem Auftrag angelegt werden. Also sprich, der Auftrag wird zur Produktion weitergeführt, denn es gibt noch paar andere Möglichkeiten für die Anlage der Aufträge. Genau, was jede einzelne Option bedeutet, kann man hier unter Informations-Icon einsehen. Das alles bezieht sich auf die verschachtelte Stückliste, also sprich, wenn meine Stückliste, Produktionsstückliste noch die Unterstücklisten hat. Entweder werden die Unterstücklisten aufgelöst und gleich dargestellt, oder die werden nicht aufgelöst und man beschränkt sich nur auf die Hauptstückliste sozusagen, oder ob die Unterstücklisten ebenfalls zu Unterproduktionen weitergeführt werden. Die zweite Option bedeutet, dass man sich entscheiden kann, ob beim Weiterführen von einem Auftrag zur Produktion die Produktion gleich gestartet wird oder ob man sagt, ich möchte die erstmal anlegen und gegebenenfalls später noch kontrollieren oder was anpassen können etc. Die dritte Option spricht eigentlich für sich. Das heißt, bei dem Abschluss von der Hauptproduktion werden die Unterstücklisten, also die Produktionen für die Unterstücklisten, gleich abgeschlossen. Interessant ist die Einstellung hier Nummer 4. Die wird oftmals übersehen. Was ist die Produktionskorrektur? Also mit der Option besteht die Möglichkeit noch beim Abschluss einer Produktion eine Korrektur vorzunehmen, ob man zu viel zum Beispiel oder zu wenig an Materialien aus dem Lager entnommen hat. Und die letzte Option, die ist nur für die externe Produktionsartikel relevant, ob man die Produktionen gegebenenfalls anlegen mag beim Weiterführen von dem Auftrag oder nicht. Wenn wir etwas runterscrollen, dann gibt's auch die Option der Zusatzfelder für die Produktion. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit in der Produktionsübersicht, wo alle Produktionsaufträge erstmal zu sehen sind, bis zu 5 zusätzlichen Spalten anzeigen zu lassen, wo man zusätzliche Informationen hier abbilden kann oder anzeigen lassen kann. Genau. Dann springen wir mal gleich in die Stammdaten und schauen uns an, wie die Stammdaten für die Produktion angelegt werden müssen. Dazu navigieren wir zu den Stammdatenartikel. Ich habe was vorbereitet. Genau, um irgendeinen Artikel in Xentral produzieren zu können, muss dieser Artikel eine Stückliste sein. Das heißt, auch die Komponenten dieser Stückliste müssen als eigenständige Artikel in Xentral angelegt werden. Bei mir ist es erstmal ein Chip. Das ist die Komponente meiner Stückliste, wird als Lagerartikel gekennzeichnet, ist logisch. Wir müssen die Bestände tracken können und auch bei der Produktion entsprechend abziehen können. Dann gibt es noch die Zusatzmöglichkeiten von der Abbildung von Chargen, Seriennummern und MHDs, falls das relevant sein sollte. In meinem Fall ist diese Komponente ein Chargenartikel, also die Chargenverwaltung ist aktiviert, hat keine Seriennummern. Wenn die Komponente eine Seriennummer haben soll und diese Seriennummer möchte ich beim Produzieren auch vermerken können, um nachher irgendwie nachvollziehen zu können, welche Seriennummer in welchem Produkt mit eingebaut ist. Dann ist hier die Option Originale einlagern und nutzen wichtig.
Und im HD, falls nötig, wird hier auch aktiviert. Sobald alle Komponenten meiner Stückliste angelegt sind in Xenshow, ähm, kann man die Stückliste anlegen. Das ist das Produkt, was ich produzieren will. Das heißt, folgende Einstellungen sind hier ein Muss, um eben ordentlich produzieren zu können. Die Stückliste ist ein Lagerartikel, Häkchen gesetzt. Das ist eine Stückliste, also sprich, die Einstellung für die Stückliste ist an der Stelle relevant und die Einstellung für Produktionsartikel ist relevant. Das heißt, die 3 Häkchen sind erforderlich, um in Xentral diese Hauptplatine herstellen zu können. Und so wie wir das bei den Komponenten schon gehabt haben, auch die optionalen Einstellungen, die in Frage kommen können, ob mein Hauptprodukt, also Endprodukt, was ich produziere, auch eine Charge bekommen soll oder nicht, wird hier entschieden und aktiviert oder deaktiviert. Ob Seriennummer wichtig ist, wir sind hier in der Stückliste, also die Stückliste wird produziert. Das heißt, sollte mein Endprodukt eine Seriennummer bekommen, dann ist hier die Option eigene erzeugen wichtig. Und auch im HD kann, muss nicht sein, ist hier auch möglich. Sobald man Artikel gespeichert hat, Stückliste, geht man in den Reiter Stückliste und muss erstmal mit dem Button neue Position die Komponenten, die hier zu der Stückliste gehören, also alle meine Bestandteile erstmal hinzufügen. Also sprich, deswegen müssen erstmal die Komponenten in Stammdaten vorhanden sein, und um hier auswählen zu können. Die Menge wird eingetragen und hier beim Punkt Art kann man sich entscheiden, wenn ich meine Sachen, also die Komponenten bei den Lieferanten einkaufe, dann ist es Einkaufsteil. Wenn das irgendeine Dienstleistung ist oder Informationsteil, dann kann ich entsprechend hier auswählen und vermerken. Und die beiden Optionen für Dienstleistungen und Beistellung, die sind eher wichtig für das Thema externe Produktion. Genau, sobald hier die Komponenten hinzugefügt werden oder es gibt eine Möglichkeit, die Stückliste als CSV zu importieren, wird entsprechend CSV Datei ausgewählt und Stückliste hochgeladen. Sieht man auf der rechten Seite die Struktur von der Stückliste von dem zu produzierenden Artikel. Genau, das ist erstmal eine gute Übersicht. Was gehört noch dazu, zu den Stammdaten, zu dem Artikel, was produktionsbezogen relevant sein kann? Erstmal, das ist die Arbeitsanweisung, die kann hinterlegt werden. Je nachdem, wie viele Schritte mit dem Button neuen Schritt hinzufügen, kann man beliebig X Schritte hinzufügen, die dann auf dem Produktionsauftrag abgebildet werden als Arbeitsanweisung für meine Mitarbeiter zum Beispiel. Und es gibt eine Möglichkeit, auch Tests, Funktionstests oder Protokolle zu nutzen, wo man gegebenenfalls irgendwelche Funktionen bei dem Artikel, bei der Stückliste testen kann. Das alles wird hier hinterlegt, ob hier der Schritt oder eben Funktion fehlerhaft oder ohne Fehler ist. Das kann man hier alles pflegen. Sobald man die Option, also die Arbeitsanweisung und Funktionsprotokoll hier pflegt, werden diese Daten automatisch mit in die Produktion übernommen, sobald in meinem Fall Hauptplatine produziert wird. Es besteht auch die Möglichkeit, direkt in dem Produktionsauftrag die Daten zu pflegen. Also sowohl die Arbeitsanweisung als auch Funktionsprotokoll ist wahrscheinlich aufwendiger, wenn die Produktionsschritte immer wieder die gleichen sind, dann lohnt sich schon, das gleich in dem Produktionsartikel mit zu pflegen.
Genau, das war's schon zum Thema Einrichtung und die Stammdaten für die Produktion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.